Was gibt es Schöneres als ein langsam gekochtes Schmorgericht? Dieser Klassiker der persischen Küche kombiniert das herbstliche Aroma von Walnüssen mit der süß-sauren Note von Granatapfel für eine sämige Soße, die ihr so vielleicht noch nicht kennt, dafür aber umso mehr lieben werdet. Das ist Fesinjan. Hi zu Lucky Recipes! Fesinjan oder Fesinjun ist ein Hauptgericht, wo die Soße der absolute Star ist. Wir machen heute die klassische Variante mit Ente, aber vegetarische Abwandlungen sind einfach möglich. Wir sagen euch wie, also bleibt dran und lasst uns loslegen. Die Basis der Soße sind Walnüsse. Als erstes zerkleinere ich sie grob, damit ich sie im nächsten Schritt schneller und gleichmäßiger rösten kann. Röste die Walnüsse einfach dezent bei mittlerer Stufe, bis sie angenehm duften. So schmeckt das Gericht nussiger. Achtet bei euren Walnüssen wirklich auf Frische und Qualität. Probiert sie mal, riecht an ihnen. Sie sollten eher neutral schmecken und noch nicht mal ansatzweise ein bisschen alt. Denn ihr müsst bedenken, Fesinjan lebt regelrecht von den Walnüssen. Und wenn ihr da eine alte Packung erwischt habt, ist das ganze Gericht ruiniert. Wusstet ihr, dass Walnüsse ihren Ursprung im heutigen Iran haben und dieses Gericht dadurch schon bis in die Antike zurückdatiert werden kann? Auch Granatäpfel gibt es dort in bester Qualität, also kein Wunder, dass Fesinjan ein Klassiker der persischen Küche geworden ist. Gebt die gerösteten Walnüsse auf einen Teller und lasst sie kurz abkühlen, bevor ihr sie weiterverarbeitet. Jetzt vermahle ich die Walnüsse noch feiner, bis die Masse beginnt zu klumpen und sich ölig zwischen den Händen anfühlt. Der Mahlungsgrad entscheidet darüber, welche Konsistenz die Soße haben wird. Ansonsten braucht ihr für die Soße nur noch Zwiebeln schneiden und dann sind die Vorbereitungen für die Soße schon getan. Das Fleisch habe ich schon eine halbe Stunde vor Kochbeginn rausgeholt, damit es langsam schon mal Raumtemperatur annehmen kann. Eine Sache habe ich anders gemacht, und zwar habe ich die Ente vorher neben Salz und Pfeffer auch noch mit ein bisschen Ingwerpulver eingerieben, weil ich das lieber mag. Aber keine Sorge, man wird es nicht hervorschmecken und es passt sehr gut zur Soße. Ihr könnt im gleichen Bräter weiterarbeiten, indem ihr die Nüsse geröstet habt. Gebt die Entenkeulen ohne Fett mit der Hautseite nach unten in die kalte Pfanne und heizt allmählich auf, bis das Fett rauskommt. In vielen traditionellen persischen sowie auch in indischen Rezepten wird die Haut entfernt. Wir lassen sie aber dran, weil es zusätzlich Geschmack abgibt und das Fett gut zum Braten geeignet ist. Wendet das Fleisch und bratet die andere Seite auch so 3-4 Minuten an. Dann könnt ihr es herausnehmen und erstmal beiseite legen. Ihr seht, da ist schon eine Menge Fett herausgetreten. Das meiste nehme ich raus und hebe es für ein anderes Gericht auf. Dieses Fett könnt ihr gut um die 200 Grad Celsius erhitzen. Ich lasse nur eine geringe Menge im Bräter, weil die Walnüsse selbst viel Fett haben. Wenn ihr das Gericht zeitgleich für vegetarische Gäste kochen wollt, könnt ihr am Anfang mit einer kleinen Menge Olivenöl beginnen. Die Zwiebeln braten wir ca. 15 Minuten, bis sie beginnen zu bräunen. Ich mische hier gerne gelbe und rote Zwiebeln. Die gelben schmecken würziger, die roten süßlicher und verstärken die Farbe der Soße. Auch Kurkuma darf nicht fehlen, aber im Verhältnis etwas weniger, als wir in der indischen Küche nehmen würden. Generell werden die Gewürze in der persischen Küche subtiler eingesetzt als in der indischen. Vermischt die Walnüsse gut mit den Zwiebeln, sie klumpen leicht. Außerdem geben sie kontinuierlich Fett ab, deshalb braucht ihr am Anfang nur ganz wenig Öl in die Pfanne geben. Walnüsse enthalten nämlich etwa 65–70% Fett. Viele klassische Rezepte von Fesinjan belassen es bei Kurkuma und schwarzem Pfeffer. Das schmeckt auch sehr gut, aber wenn ihr euch gerne wie wir Gewürzmischungen zusammenstellt, probiert mal diese einfache Advir-Gewürzmischung aus. Wir haben hier Ceylon-Zimt, Nelken, Kardamom, schwarzen Pfeffer, getrocknete Rosenblätter und einen Hauch getrockneten Ingwer vermahlen. Dadurch schmeckt diese Mischung viel sanfter und blumiger als unser Garam Masala. Passt aber sehr gut zu Walnuss und dem süß-säuerlichen vom Granatapfel, wie wir finden. Die Menge reicht für mehrere Gerichte. Ich mache mir daraus auch gerne mal Chai und es passt auch toll zu gebratenen Auberginen sowie Kürbis. Luftdicht verschlossen behält es etwa 3 Monate sein Aroma. Gebt davon einen halben Teelöffel bis 1 Teelöffel zu den Walnüssen und Zwiebeln, bis es angenehm und dezent nach ihnen duftet. Vertraut einfach eurer Nase und dosiert so, wie es euch am besten gefällt.
Gießt nun die Masse langsam mit Flüssigkeit auf und rührt dabei, damit sich keine Klumpen bilden. Für die vegetarische Variante könnt ihr Gemüse oder Pilzbrühe nehmen. Ich nehme heute einfach Wasser, weil die Entenkeulen samt Knochen genug Aroma beim Köcheln abgeben. Jetzt kommt die zweite Hauptzutat, Granatapfelsirup. Er verleiht dem Gericht seine typisch süß-säuerliche Note und färbt die Soße dunkler. Erstmal wirkt alles noch sehr gelblich, aber die Farbe verändert sich mit der Zeit. Je mehr Granatapfelsirup man nimmt und je länger man ihn kocht, desto dunkler wird die Soße. Wie viel man davon nimmt, ist Geschmackssache, wobei 2 Esslöffel wirklich zu wenig wären. Granatapfelsirup bekommt ihr online oder in jedem türkischen Geschäft. Auch hier wichtig, schaut, dass er aus 100% Granatapfel besteht und nicht noch zusätzlich Zucker hinzugefügt wurde. Ich habe hier eine Sirup-Variante, aber es wird auch gerne die dicke, pastenartige Melasse eingesetzt. Nachdem ihr den Sirup eingerührt habt, lasst die Soße erstmal 30 Minuten köcheln. Rührt die Soße immer wieder mal um, damit sich die Walnüsse am Topfboden nicht absetzen und anbrennen. Jetzt kann man schon schön sehen, die Farbe ist ein bisschen dunkler geworden, aber das wird sich mit der Zeit noch mehr verdunkeln. Wenn ihr die Fleischvariante kochen wollt, könnt ihr jetzt das Fleisch dazugeben und das Ganze auf niedriger Hitze mindestens 1,5 Stunden köcheln lassen. Oder wenn ihr das Ganze vegetarisch kochen wollt, dann nimmt man gerne Pilze. Da würde ich die Soße noch weiter runter reduzieren, bis sich die Farbe noch intensiviert hat und erst dann die Pilze reingeben, weil die brauchen nicht so lange. Oder wenn ihr parallel für beide kochen wollt, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, das Ganze auf 2 Pfannen zu verteilen. Während das Fleisch jetzt bei geringer Hitze langsam vor sich hin köchelt, kümmern wir uns um die Reisbeilage. Entweder schaut ihr euch im Anschluss unser Video zu Tachin Tadik an, da haben wir dem Reis eine leckere Safrankruste verpasst, die bei persischem Essen total beliebt ist. Oder ihr macht einen Safranreis, indem ihr Basmati-Reis mit der Nudelmethode zu 80% gart, bis er bissfest ist. Dann gießt ihr das Kochwasser ab und 1/4 des Reises nehmt ihr weg und vermengt ihn mit 2 bis 3 Esslöffel Safranwasser. Dann gebt ihr den hellen Reis wieder in den vorherigen Topf und den Safranreis in einen kleinen Topf. Beides lasst ihr 20 Minuten bei niedriger Hitze zu Ende dämpfen, indem ihr noch ein paar Luftkanäle hineinstecht und ein wenig Ghee oder Öl drüber gebt. Das Tuch nicht vergessen, damit überschüssige Feuchtigkeit aufgesogen wird. Am Ende drapiert ihr den gelben Reis um den weißen. Ich habe hier noch ein paar Akzente mit Walnüssen und Dillspitzen gesetzt. Schaut doch mega aus, oder? Sehr gut passt auch das Borani Kadu aus Kürbis, das wir auf unserem Kanal schon gezeigt haben. Also viele Inspirationen, wie ihr ein schönes Menü zusammenstellen könnt. Schauen wir mal, wie weit unser Gericht ist. Ich gebe noch gerne etwas Safranwasser zu unserem Fesinjan. Nach einer Weile bemerkt ihr, dass langsam das Öl an die Oberfläche kommt. Das kommt primär von den Walnüssen. Das Öl an der Oberfläche ist übrigens ein Qualitätsmerkmal und das ist gewollt. Die Soße wird nicht gebunden. Wenn das Fleisch gar und zart ist, holen wir es heraus und stellen es in den Backofen. Ich habe das Fleisch etwa 1 Stunde 45 Minuten sanft köcheln lassen. Ihr seht, die Soße ist mittlerweile deutlich dunkler. Jetzt koche ich sie noch etwas ein. Wenn die Soße fertig ist und die richtige Konsistenz hat, legen wir das Fleisch wieder rein und lassen es 10 Minuten in der Resthitze ziehen. Wie die meisten Schmorgerichte schmeckt Fesinjan am nächsten Tag sogar noch besser. Jetzt könnt ihr ein festliches Menü zusammenstellen, das geschmacklich nicht besser zum Herbst und Winter passen könnte. Wir hoffen, wir konnten euch dazu inspirieren, das Gericht in den nächsten Tagen nachzukochen und eure Familie mit einem besonderen Essen zu überraschen. In diesem Sinne, Nushejan und bis zum nächsten Video. Tschüss! Sehr, sehr gut.